In den fernen Ebenen des Südwestens der Vereinigten Staaten lebt ein Volk mit einer reichen mündlichen Tradition, die Hopi-Indianer. Ihre Geschichten erzählen von einer Zeit, als die Sterne näher schienen und die Grenzen zwischen Himmel und Erde verschwommen. Eine Zeit, in der Wesen aus der Ferne kamen, um den Hopi Wissen zu bringen, die Kachina. Die Kachina sind zentrale Figuren in der reichen mündlichen Tradition der Hopi-Indianer im Südwesten der Vereinigten Staaten. Diese spirituellen Wesen spielen eine bedeutende Rolle in der Hopi-Kultur und sind eng mit den Kulturstätten und religiösen Praktiken der Hopi verbunden. Die Legenden und Überlieferungen der Hopi erzählen von den Kachina als Vermittler zwischen der physischen Welt und der spirituellen Ebene. Die Kachina werden oft als göttliche oder übernatürliche Wesen betrachtet, die die Form von Naturgeistern, Ahnen oder sogar Verstorbenen annehmen können. Sie werden als Boten der Götter angesehen und spielen eine wichtige Rolle in den religiösen Zeremonien und Riten der Hopi. Ihre Erscheinungen werden oft mit bestimmten Jahreszeiten, Naturphänomenen oder wichtigen Ereignissen im Hopi-Kalender in Verbindung gebracht. Die Hopi glauben, dass die Kachina die Erde segnen, Fruchtbarkeit bringen und die Gemeinschaft schützen können. Sie werden als Lehrer betrachtet, die den Hopi Wissen über die Natur, die Kultur und die spirituelle Welt vermitteln. Die Hopi-Kinder lernen von klein auf, die Kachina zu ehren und zu respektieren, und ihre Darstellungen sind oft in kunstvollen Masken und Kostümen während Zeremonien und Tänzen zu sehen. Die Kachina spielen auch eine wichtige Rolle in den Hoffnungen und Träumen der Hopi. Sie werden oft als Vermittler zwischen den Menschen und den Göttern angesehen und können um Schutz, Heilung und Segen angerufen werden. Die Hopi-Gemeinschaft hält die Tradition der Kachina lebendig, indem sie ihre Geschichten und Rituale von Generation zu Generation weitergibt und die Bedeutung dieser spirituellen Wesen in ihrem täglichen Leben aufrechterhält. In der Hopi-Kultur sind die Kachina nicht nur mythologische Figuren, sondern werden als real und gegenwärtig betrachtet. Ihre Präsenz durchdringt alle Aspekte des Hopi-Lebens und zeigt die tiefe Verbundenheit der Hopi mit ihrer spirituellen Welt und ihren einzigartigen kosmologischen Vorstellungen. Auf den grünen Hügeln Neuseelands erzählen die Maori von den Turehu, ihre Legenden verweben sich mit den Glaubensvorstellungen der Maori und ihrer tiefen Verbundenheit mit der Natur. Die Turehu sind faszinierende Figuren in den Überlieferungen der Maori, dem indigenen Volk Neuseelands. Diese Wesen aus der neuseeländischen Mythologie werden oft als außerirdische Besucher interpretiert, die vor langer Zeit aus den Tiefen des Kosmos kamen. Die Geschichten von den Turehu sind eng mit den Glaubensvorstellungen der Maori und ihrer tiefen Verbundenheit mit der Natur und dem Kosmos gepaart. Nach Maori-Überlieferungen waren die Turehu wunderschöne, geheimnisvolle Wesen, die mit einer außergewöhnlichen spirituellen und technologischen Weisheit gesegnet waren. Sie werden oft als feenhafte oder elfenhafte Wesen beschrieben, die übernatürliche Kräfte und Fähigkeiten besaßen. Die Turehu sollen über nebelige Hügel und mystische Wälder Neuseelands gewandert sein, wo sie in Harmonie mit der Natur lebten und den Maori gelegentlich begegneten. Die Maori glaubten, dass die Turehu den Menschen Wissen und Fertigkeiten in verschiedenen Bereichen vermittelten, darunter Heilkunde, Navigation, Kunsthandwerk und Landwirtschaft. Sie wurden als Lehrer betrachtet, die den Maori halfen, ihre Lebensweise zu verbessern und sich an ihre Umgebung anzupassen. Die Begegnungen mit den Turehu wurden oft als spirituelle Erfahrungen angesehen, die den Maori tiefe Einsichten und Erkenntnisse brachten. Obwohl die Turehu in den meisten Überlieferungen als friedliche und wohlwollende Wesen dargestellt werden, gibt es auch Geschichten von Konflikten und Spannungen zwischen den Turehu und den Maori. Trotz ihrer mythischen Natur haben die Geschichten von den Turehu einen tiefen Einfluss auf die Maori-Kultur und Identität. Sie dienen als Erinnerung an die spirituelle Verbundenheit der Maori mit dem Kosmos und ihrer Fähigkeit, Wissen und Weisheit aus der Natur und den übernatürlichen Welten zu schöpfen. Die Turehu bleiben eine faszinierende und wichtige Komponente der maorischen Mythologie und tragen dazu bei, die einzigartige Weltanschauung und Lebensweise der Maori zu bewahren. In der fernen Wüste Mali leben die Dogon, mit ihren komplexen kosmologischen Überlieferungen.
Sie sprechen von den Nommo, Wesen aus dem Sirius-Sternensystem, die den Dogon Wissen über Astronomie und Kosmologie brachten. Die Nommo sind eine zentrale Figur in den komplexen kosmologischen Überlieferungen der Dogon, einem indigenen Volk aus Mali in Westafrika. Diese mythologischen Wesen werden oft als außerirdische Besucher interpretiert, die den Dogon vor Jahrhunderten Wissen über Astronomie, Kosmologie und spirituelle Lehren brachten. Die Geschichten von den Nommo sind tief in der Kultur und Spiritualität der Dogon verwurzelt und spielen eine wichtige Rolle in ihrer Weltanschauung und Lebensweise. Nach den Überlieferungen der Dogon kamen die Nommo aus dem Sirius-Sternensystem, das von den Dogon als Po-Tolo bekannt ist. Die Nommo werden oft als amphibische Wesen beschrieben, halb menschlich und halb fischähnlich, mit einer tiefen spirituellen Weisheit und Macht. Sie wurden von den Dogon als Boten der Götter betrachtet, die den Menschen wichtige Lehren und Erkenntnisse über das Universum vermittelten. Die Nommo spielten eine entscheidende Rolle bei der Vermittlung des Dogon-Wissens über Astronomie und Kosmologie. Die Dogon hatten erstaunlich genaue Kenntnisse über die Sterne und Planeten, einschließlich des Sirius-Begleiters, lange bevor sie von der modernen Wissenschaft bestätigt wurden. Die Geschichten von den Nommo erklären diese erstaunliche Genauigkeit damit, dass die Nommo den Dogon dieses Wissen über die Gestirne und die Struktur des Universums gebracht haben. Darüber hinaus glaubten die Dogon, dass die Nommo ihnen auch spirituelle Lehren und ethische Grundsätze vermittelten, die ihnen halfen, in Harmonie mit der Natur und dem Kosmos zu leben. Die Nommo wurden als Hüter des Gleichgewichts und der Ordnung betrachtet, die den Dogon halfen, ihre Gemeinschaft zu führen und zu schützen. Die Nommo bleiben eine faszinierende und wichtige Figur in der dogonischen Kultur und Identität. Ihre Geschichten erinnern die Dogon an ihre tiefen spirituellen Wurzeln und ihre Verbindung zum Universum und dienen als Quelle der Inspiration und der spirituellen Führung. Trotz ihres mythologischen Charakters haben die Nommo einen tiefen Einfluss auf das Weltbild und die Lebensweise der Dogon und bleiben eine wichtige Quelle der Identität und des Stolzes für ihr Volk. Auf dem fernen Kontinent Afrikas leben die Yoruba, ein großes ethnolinguistisches Volk, dessen traditionelle Religion eine komplexe Mythologie umfasst. Mit über 100 Millionen Praktizierenden gilt Yoruba als einer der größten Weltanschauungen unserer Zeit. 21% aller Nigerianer sind Yoruba. Sie leben vor allem in den südwestlichen Bundesstaaten Oyo, Ogun, Lagos, Ondo, Osun, Ekiti und Kwara, ferner in den Nachbarstaaten Benin, Ghana und Togo. Einige Überlieferungen der Yoruba deuten darauf hin, dass sie von außerirdischen Wesen besucht wurden, die als himmlische Boten oder himmlische Wesen angesehen werden. Diese Geschichten haben tiefgreifende Auswirkungen auf die spirituellen Überzeugungen und Praktiken der Yoruba und beeinflussen ihr Verständnis von den Kräften, die das Universum lenken. Ein Beispiel hierfür ist die Geschichte von Oduduwa, dem mythischen Gründer des Yoruba-Volkes, der als himmlisches Wesen angesehen wird, das vom Himmel herabstieg und die Erde formte. Die Legende besagt, dass Oduduwa zusammen mit anderen himmlischen Wesen wie Obatala und Ogun die Erde bevölkerte und den Menschen Fertigkeiten wie Landwirtschaft, Handwerk und Medizin brachte. Diese Wesen werden oft als Boten oder Vermittler zwischen den Menschen und den Göttern betrachtet und haben einen tiefen Einfluss auf die spirituellen Überzeugungen und Praktiken der Yoruba. Darüber hinaus gibt es in der yorubanischen Mythologie Geschichten von himmlischen Reisen und Begegnungen mit übernatürlichen Wesen, die den Menschen Wissen über die kosmische Ordnung, die Naturgesetze und die spirituellen Prinzipien vermitteln. Diese Überlieferungen sind eng mit den religiösen Riten und Zeremonien der Yoruba verbunden und prägen ihr Verständnis von ihrer Beziehung zur spirituellen Welt und dem Universum. Obwohl diese Geschichten oft metaphorisch interpretiert werden, spiegeln sie den tiefen Glauben der Yoruba an die Verbindung zwischen Himmel und Erde und die Rolle von übernatürlichen Wesen in der menschlichen Existenz wider. In den eisigen Weiten der Arktis leben die Inuit, deren Geschichten von Wesen wie den Tonit handeln. Diese Legenden spiegeln die enge Beziehung der Inuit zu den Naturkräften und ihrer Umgebung wider. Diese mythologischen Figuren werden oft als außerirdische Besucher interpretiert,
die eine wichtige Rolle in den Geschichten und Legenden der Inuit spielen. Die Tonit sind eng mit den Glaubensvorstellungen der Inuit und ihrer engen Beziehung zu den Naturkräften und ihrer Umgebung verbunden. In den Überlieferungen werden die Tonit oft als riesige, mächtige Wesen beschrieben, die die Fähigkeit haben, die Naturgewalten zu kontrollieren und über die Arktis zu herrschen. Sie werden als sowohl menschenähnliche als auch tierähnliche Wesen dargestellt, die übernatürliche Kräfte und Fähigkeiten besitzen. Die Tonit werden oft mit der Kontrolle über das Wetter, die Jagd und andere lebenswichtige Aspekte des Inuit-Lebens in Verbindung gebracht. Sie glauben, dass die Tonit den Menschen helfen können, indem sie ihnen Schutz, Führung und Unterstützung gewähren. Sie werden als Beschützer der Gemeinschaft betrachtet, die die Inuit vor Gefahren und Bedrohungen aus der Umgebung bewahren können. Die Begegnungen mit den Tonit werden oft als spirituelle Erfahrungen angesehen, die den Inuit Einsichten und Erkenntnisse über die Welt und ihre Beziehung zur Natur bringen. Obwohl die Tonit in den meisten Überlieferungen als mächtige und wohlwollende Wesen wiedergegeben werden, gibt es auch Geschichten von Konflikten und Spannungen zwischen den Tonit und den Menschen. Diese Konflikte spiegeln oft die komplexen Beziehungen zwischen den Inuit und den Naturkräften wider und zeigen die Herausforderungen, mit denen die Inuit konfrontiert sind, wenn sie in einer extremen und unberechenbaren Umgebung leben. Trotz ihres mythologischen Charakters haben die Tonit einen tiefen Einfluss auf das Weltbild und die Lebensweise der Inuit. Ihre Geschichten dienen als Erinnerung an die enge Beziehung der Inuit zur Natur und ihrer Fähigkeit, mit den Herausforderungen des arktischen Lebens umzugehen. Die Tonit oder Tunirjuat sind vermutlich identisch mit den Dorsit-Menschen. Es gibt Hinweise darauf, dass die Tonit von den heutigen Inuit als eigenständige Gruppe wahrgenommen werden. Sie bleiben eine faszinierende und wichtige Figur in der Inuit-Kultur und Identität und tragen dazu bei, die einzigartige Weltanschauung und Lebensweise der Inuit zu bewahren. Auf den weitläufigen Ebenen von Chile und Argentinien erzählen die Mapuche Geschichten von außerirdischen Begegnungen. Diese Überlieferungen sind eng mit der reichen kulturellen und spirituellen Tradition der Mapuche verbunden und prägen ihr Verständnis von Natur und Kosmos. In einigen mündlichen Überlieferungen der Mapuche gibt es Berichte über Begegnungen mit außerirdischen Wesen, die den Menschen angeblich Wissen über Landwirtschaft, Heilkunde und kosmologische Prinzipien vermittelt haben sollen. Diese Geschichten von außerirdischen Besuchen sind eng mit den Überlieferungen der Mapuche verbunden, die von ihrer tiefen Liebe zur Natur und ihrem Verständnis von den Kräften des Universums geprägt sind. Sie glauben, dass die Erde und der Kosmos von mächtigen spirituellen Wesen bewohnt werden, die sie als Venu Mapu, Himmel, und Venu Neven, kosmische Energie, bezeichnen. Diese außerirdischen Besucher werden oft als freundliche und weise Wesen beschrieben, die den Mapuche halfen, sich an ihre Umgebung anzupassen und ein harmonisches Leben zu führen. Die Mapuche betrachten diese Begegnungen mit außerirdischen Wesen als Teil ihrer spirituellen und kulturellen Identität und als Quelle der Inspiration für ihre traditionellen Praktiken und Riten. Obwohl diese Geschichten von außerirdischen Besuchen oft metaphorisch interpretiert werden, spiegeln sie den tiefen Glauben der Mapuche an die Bedeutung der spirituellen Führung und der Harmonie mit der Natur wider. Sie dienen als Erinnerung an die Weisheit und Güte der übernatürlichen Wesen und inspirieren die Mapuche, ihr traditionelles Wissen und ihre Lebensweise zu bewahren und weiterzugeben. In den majestätischen Anden von Bolivien, Peru und Chile leben die Aymara, deren Kultur und Spiritualität eng mit den Bergen und dem Kosmos verbunden sind. Einige Überlieferungen der Aymara enthalten Geschichten von Wesen aus dem Himmel, die den Menschen Wissen über Astronomie, Landwirtschaft und spirituelle Praktiken brachten. Diese Legenden spiegeln die enge Beziehung der Aymara zu ihrer Umgebung und ihre tiefgreifende Verbundenheit mit den Naturkräften wider. Sie haben in ihren traditionellen Überlieferungen keine direkten Berichte über Begegnungen mit außerirdischen Wesen wie einige andere indigene Völker. Stattdessen umfasst die Mythologie der Aymara Geschichten von himmlischen Wesen, die den Menschen Wissen über Astronomie, Landwirtschaft und spirituelle Praktiken vermittelten. Diese himmlischen Wesen werden oft als Götter oder göttliche Boten betrachtet, die den Menschen Weisheit und Führung brachten.
Sie spielen eine wichtige Rolle in den religiösen Vorstellungen und Zeremonien der Aymara und werden als Vermittler zwischen den Menschen und den Göttern angesehen. Obwohl die Aymara keine direkten Berichte über außerirdische Begegnungen haben, spiegeln ihre Überlieferungen dennoch ihren Glauben an die spirituelle Bedeutung des Universums und ihre Überzeugung wider, dass sie Teil eines größeren kosmischen Gefüges sind. Die Geschichten von den himmlischen Wesen dienen dazu, die tiefen spirituellen Wurzeln und die einzigartige Weltanschauung der Aymara zu bewahren und zu vermitteln. Nun, da wir uns dem Ende unseres faszinierenden Abenteuers nähern, möchte ich mich bei euch allen für eure Zeit und euer Interesse bedanken. Die Geschichten und Legenden dieser indigenen Völker sind wahrhaft inspirierend und geben uns einen Einblick in eine Welt voller Wunder und Geheimnisse. Natürlich gibt es noch mehr indigene Völker, die von außerirdischen und übernatürlichen Begegnungen berichten, gerne in einem neuen Video, falls ihr das möchtet. Mögen wir weiterhin offen bleiben für die Weisheit und die Botschaften, die sie für uns hinterlassen haben. Bis bald!